Note the Musical hatte endlich seine englischsprachige Erstaufführung in London, aber nur als Konzertversion. Was genau das bedeutet, wie das Ganze aussah, kann ich euch erzählen, denn ich war da und habe mit unserem Light Yagami aus London gesprochen. When he found out that I was Light Yagami, he was like, you better not fuck this up. This is like the best ever, so don't fuck this up. All das und mehr in diesem Video, so let's go! Was Death Note the Musical eigentlich ist und dass es kein campy Cosplay Musical ist, habe ich euch in einem extra Video schon vor 4 Jahren erklärt. Ihr habt richtig gelesen, heute geht es um Death Note the Musical. Und wie hyped ich darauf bin, dass ich das unbedingt sehen muss und sterbe, weil ich es nicht sehen kann. Jetzt wurde es angekündigt als Konzertvariante in London für 2 Nights only. Eigentlich hätte ich da nicht hingekonnt, denn ich musste eigentlich arbeiten und einen Blue Moon machen im Radio, unsere Radioshow mit mir und Kostas, und hab so darauf rumgeheult auf Instagram. Und irgendwer meinte so, ja, sag doch einfach ab, geh zu Death Note the Musical. Und ich dachte so, ja, sag doch einfach ab, geh zu Death Note the Musical. Und ich habe es geschafft, Tickets zu bekommen, denn innerhalb von 8 Stunden waren diese 2 Shows ausverkauft gewesen, was dazu führte, dass sie, ich glaube, 3 weitere Shows hinzugefügt haben im Palladium und danach nochmal 5 Shows in einem anderen Theater im Lyric. Dass es also 10 Aufführungen von diesem Death Note Musical in Englisch als Konzertvariante gab, aber es war keine Konzertvariante und das hat mich so verwirrt, Leute. Aber dazu später mehr. Ich bin auf jeden Fall angekommen und habe mir das Haus von außen angeguckt. Okay, ich bin jetzt am Theater und das ist hier wie eine Anime-Convention. Wie lauter Leute im Cosplay sind. Und es sah schon so krass geil aus. Die Leute, die da waren, es war einfach so ein richtiges Anime-Convention-Feeling gewesen, statt Musical-Feeling. Leute waren Cosplay da, Leute haben Schlange gestanden, Stunden bevor es losging. Was mir sagte, da waren ganz viele Leute, die noch nicht im Musical waren. Ich meine, ihr habt eure Tickets, ihr wisst genau, wo ihr sitzt. Es macht keinen Sinn, da 4 Stunden vorher zu campen irgendwie. Und trotzdem haben die Leute es gemacht und es war so ein Riesenereignis. Nachher habe ich auch rausgefunden, warum, als ich mit Joaquin geredet habe, unserem Light Yagami aus London. Ich war auch früher da gewesen, bin aber noch mal weitergegangen, was essen und bin an der Stage Door lang und die Schlange da, Leute, Alter, das war wirklich, als wären da Hollywood-Stars. Und ich habe Joaquin natürlich auch gefragt, wie sich das für ihn angefühlt hat. I've never seen anything like it. I mean, I kind of had a glimpse of it when I did Heather, and Heather's has a great following as well. For Death Note, it was it was almost like the perfect mix of fans of the manga and then another generation fans of the anime, because the anime didn't really come out at the same time as the manga. It came out after a couple of years after. And you have these new fans of Death Note. It just happened, and it was like the perfect storm or the perfect hurricane. All of it just intersected, and you have this mutated, mutated fandom. It was brilliant. Like I've never seen anything like it. People were lining up from all over the world. You guys, you came from Germany. There were a lot of fans from Germany. There's a whole group from Spain, some from Italy. Yeah, I met the cosplayers from France as well. And then the States. People flew from LA and New York. It was just wild. Und der Hype war verdient, Leute, denn der Cast war insane gewesen, gerade wenn man sich im West End ein bisschen auskennt. Aber ich ordne das mal für euch ein. Misa wurde gespielt von Frances Mailey McCann, die gerade übertrieben den Hype hat, allein weil sie in Bonnie und Clyde, was auch schon von Frank Whitehorn geschrieben war, gespielt hat, nämlich die Hauptrolle neben Jordan Luke Gage, so dem Starchild am West End, gerade der bei Anne Juliet gespielt hat, Bad Out of Hell, you name it, er ist gerade so der Hot Shit, und mit ihm zusammen hat Francis gespielt und ist seitdem auch hyped as fuck. Ryuk, eine der iconicsten Rollen, wurde gespielt von Adam Pascal, der damals in Rent Original Cast am Broadway mit Indina Menzel war und so, also auch so geil gecastet. Rem haben sie auch mit im Musical, darüber habe ich ja schon abgenördet in meinem anderen Video, dass ich mich so drüber gefreut habe. Wird hier gespielt von Amy Atkinson, die in 6 Original Cast dabei war als Catherine Howard. Unser L, unser sexy L, wurde gespielt von Dean John Wilson, der auch schon als Aladdin gestartet hat, also in der Hauptrolle. 2008 bei Britain's Got Talent ins Semifinale gekommen ist und jetzt einfach L spielt, und der spielt ihn so gut einfach. Für mich, glaube ich, der beste L aus Death Note the Musical, den ich bisher gesehen habe. Und unser Light Yagami, ihr habt ihn schon gesehen, Joaquin Pedro Valdez, der auch schon in Heather, eines der gehyptesten Musicals am West End, gespielt hat, und zwar als Ram, wo er sexy in Unterwäsche bekleidet nur über die Bühne gesprungen ist. Yay. Okay, ihr wisst, ich bin Sucker für Death Note the Musical und habe alles gesehen dazu. Die japanischen TV-Aufzeichnungen, die koreanische Version, everything. Und als jetzt diese Konzertversion angekündigt wurde und ich gesehen habe, dass sie das in Full Costume machen und die Kostüme keine Replika-Kostüme der japanischen Aufführung oder der koreanischen waren, sondern komplette New Take. Das heißt, man muss neue Creatives beauftragen, man muss die komplett neu schneidern für die Leute, statt die einfach nur reinzuschippen, und sie das in einem Set spielen, also wirklich ein Set dafür gebaut wurde,
wurde, dachte ich, okay, what's going on? This is not a concert. Hier sieht man eine Skizze von der Bühne in diesem geilen Heft, was sie extra so liebevoll gestaltet haben, dass selbst wenn du es von hinten aufschlägst, also du musst es lesen wie ein Manga und dann kommt auch diese Warning-Seite wie im Manga. Es ist einfach wirklich so cute und mit Liebe für die Fans gestaltet. Aber auf jeden Fall gibt es hier diese Skizze von der Bühne, wo man sieht, dass es auf der einen Seite Lights Zimmer gab, in der Mitte diesen Fernsehraum, so Els Thron und auf der rechten Seite das FBI Headquarter. Und auch diese Sets haben sich immer wieder verändert. Man wusste trotzdem immer die ganze Zeit, wo man ist, was, wo, wie spielt. Und den Nutzen, den sie aus diesem kleinen Set gezogen haben, war insane. Sie haben alles ausgeactet. Sie standen nicht mit Handheld-Mics irgendwo vorn, wie sonst bei Konzertversionen, die ich schon gesehen habe. Gerade zuletzt Love Never Dies, Phantom der Oper 2. Einen Tag später, nach Death Note, habe ich das gesehen. Das war wirklich rudimentär. Alle standen slightly in Kostüm, aber alle standen mit Mikro nach vorne zum Publikum gerichtet und haben ins Publikum gespielt. Hier gar nicht bei Death Note. Jede Szene wurde wirklich ausgeactet, gespielt, durchchoreografiert. Dieses Tennis-Match, das ihr aus dem Anime und Manga kennt, das war full durchchoreografiert auf der Bühne mit Light auf der rechten Seite, L auf der linken, beide singend im Match und Ryuk in der Mitte, der sich einen abgefeiert hat darüber. Absolut geil. Und auch in dem Musical kommt nochmal Ryuks Rolle so hervor, dass er eigentlich so dieser Comedic Clown ist, der das alles aus der Vogelperspektive betrachtet und sich einfach drüber amüsiert und eigentlich so ein Commentary die ganze Zeit gibt aus Publikumsperspektive, was halt lustig ist, weil er auch so Sachen halt outpointen kann, die halt lächerlich sind. Aber zurück zur Bühne. Ich habe Joaquin natürlich auch gefragt, warum habt ihr es genannt? Die Konzertversion und nicht Death Note the Musical, englische Weltpremiere. Oder zumindest europäische Premiere, denn es gab ja schon den Workshop in Amerika unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nick Winston, our director and choreographer, I've worked with him in one other project. And with Nick, he goes full out. That's kind of the standard that Nick has. He really likes to make sure, regardless of how small, how big the show is, or how quick the turnaround is, how short the rehearsal process, he wants to push the whole production to be the best at what it can be. This was going to be the first time Death Note is going to be performed in English. So there was this care and there was an anticipation by the producers and by the creatives. They wanted it to be the best representation and the best first peek into the world of Death Note. Das hat natürlich erstmal so Bling bei mir gemacht. So wie er darüber redet, klingt schon so, als wäre was Großes in the making auch, right? I had to tell you, that's not yet the full production. What you guys saw was literally just a concert that we put up in 2.5 weeks. Und ich habe mich trotzdem gefragt, war diese Konzertabteilung, also dass man das Konzert nennt, vielleicht auch da, dass man in der Award-Season nicht als New Musical startet, mit dem bisschen Zeitrahmen, den man nur hatte. Versteht ihr, was ich meine? Dass man sagen kann, wenn dann die richtige Produktion kommt, dass man immer noch die New Musical Awards mitnehmen kann, weil die werden ja auch immer extra ausgezeichnet. Und dass die Vision vielleicht viel größer war als das, was man in dem kurzen Zeitrahmen umsetzen konnte, aber das trotzdem rausbringen wollte, um noch dieses Jahr irgendwie mitzunehmen und vielleicht nächstes Jahr New Musical zu gewinnen. Aber den Zahn hat Joaquin nie gezogen. No, actually. In fact, What's on Stage Awards, the one that's voted by the fans, Death Note was pushed into the new musical category. Yeah, I saw that. Because it went beyond 2 nights. Because it did 10 nights in the West End, it's officially considered a new musical and no longer just a concert. But that's for What's on Stage. But honestly, I don't think the producers and the creators were really timing it based on the awards. I think they were really just excited to present the English language of Death Note in a form, like a concert, as soon as possible. Vielleicht macht es Sinn, jetzt auch noch mal ein bisschen was zur Musik zu sagen und was sich unterscheidet zur japanischen, koreanischen Version. Auch hier haben wir eine schöne Songliste drin. Was mir erstmal aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, es sind Songs mit drin, die ich nicht kenne, obwohl ich die japanische Produktion basically auswendig kenne und auch das Album rauf und runter gehört habe. Aber es gibt eine Reprise, die nicht mit auf dem Album ist, die ich jetzt so zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe, weil sie aber auch so geil geschmettert wurde. Change the World Reprise, das ist das, was eigentlich vor Hurricane kurz angespielt wird. Gar kein richtiger Song, sondern eher so ein kontextgebendes Piece, wo Light beobachtet, dass dieser Entführer in den Kindergarten einmarschiert ist, den er dann killt, seinen ersten Mord praktisch. Und das wird nachher nochmal vom gesamten FBI-Team reprised, wo sie darüber debattieren, ob sie im FBI bleiben wollen oder ob sie quitten, weil sie Familie zu Hause haben. Und das war so geil emotional performt, dass ich dachte, boah, das habe ich noch nie gefühlt, das muss neu sein, aber nein, es war das erste Mal, dass ich es auf Englisch übersetzt gehört habe, weil es war auch nicht auf dem Konzeptalbum, was irgendwann geleakt ist, die Variante mit Jeremy Jordan. Let the rich and famous get away with murder.
Und talking about Jeremy Jordan, ich finde, Joaquin und der gesamte Cast steht diesem Konzeptcast in nichts nach. Er ist einfach so genial geil. I walk in the shoes as long as it takes. So deep in my bones, I'm sure it is one and the same as for me who is playing his game. Und sogar noch besser, weil ich finde, Misa war ja von einer relativ reifen Frauenstimme auf dem Konzeptalbum immer gesungen. Jetzt haben wir aber eine Misa, die wirklich dem Spielalter mehr entspricht und auch dieses Mädchenhafte noch ein bisschen mehr drin hat. I love it, es ist so geil. Und zur Musik, dass sie Hurricane aber so belassen haben und den original englischen Text benutzt haben, obwohl den Japanern der englische Text gar nicht so geschmeckt hat, fand ich auch wild. Aber es hat funktioniert. Ich glaube, man hat es gemacht, weil Hurricane auch eine der bekanntesten Nummern aus Death Note The Musical ist. Und hätte man die jetzt textlich, inhaltlich abgeändert, hätte man, glaube ich, viele Leute, die schon Fans waren, auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Once they feel the power of the hurricane. Die Experience da zu sitzen, das zu sehen zum ersten Mal in Englisch war so genial. Einfach, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Dieses Gefühl, wenn man Musical so lange entgegenfiebert, das hatte ich zuletzt bei Hamilton gehabt irgendwie. Und da jetzt wirklich zu sitzen und das anzugucken, war dermaßen genial. Umringt von Fans, die aus der ganzen Welt angekommen sind und diese Stimmung da drin war wirklich richtiges Konzertfeeling. Alle Leute haben so enjoyed und geliebt. Und was ich spannend fand, dass man Leute ins Musical gezogen hat, die sonst eigentlich nicht ins Musical gehen. A lot of them were like first-time musical theater watchers. And the reaction of the fans and new fans, not just the Death Note fans, but brand new musical theater fans was just, you know, unexpected. Was sich dann natürlich vermixt hat, sind die Anime-Fans und Manga-Fans mit den Theaterkritikern. Die Anime- und Manga-Fans hat man, glaube ich, überzeugt. Auch weil sie nochmal in New York bei der Comic-Con waren und da ein Snippet performt haben. Und im Reddit zu lesen, dass Leute, die super kritisch waren, jetzt aber dieses Stück weiterempfehlen. Und das ist ja auch das, was ich euch in meinem ersten Video gesagt habe. Man erwartet cringiges Cosplay-Musical und kriegt einfach full-blown out Frank Wildhorn Epicness. Frank Wildhorn also has this epicness, right? It's just like so big. When they heard Hurricane, which is song number 2, after Where Is the Justice, that's a massive opening. People thought that Hurricane, when they heard it separately, they thought that that would be like a finale for Act 1 or something. But it's just the second song, and it just got better and better and better, and the stakes just got higher and higher, and it's really just like watching an action movie. I mean, I think because the themes are epic, the greatest good and the most evil of evils. You know, and it's so contrasting. It's about black and white, right and wrong. It's about life and death. And it's, you know, it's heaven and hell. You get these big contrasting themes. Das alles hat die Fans überzeugt. Die Theaterkritiker, die das aber nicht so richtig einordnen konnten, sind aber über ein paar Sachen gestolpert. Und darüber bin ich tatsächlich auch gestolpert, weil ich das Stück bisher nur in Japanisch gesehen habe. Und manche Sachen funktionieren kulturell einfach leichter, wenn du weißt, es ist eine andere Sprache, eine andere Kultur und es funktioniert im Englischen. Zum Beispiel die Rolle von Misa, die Rolle von Rem. Dass Misa sich basically komplett aufgibt für Light. Dass Rem sich komplett aufgibt für Misa und alle entweder unsere westliche Perspektive von dem, was eine starke Frau zu sein hat, abweichen. Da sie more caring sind, sich mehr hinter die Männer positionieren und die Männer die handelnden Akteure sind. That's the reason why it was so important to root it in Japan. It's easy for us in the West to just criticize how the women are written in Japanese pop culture. But then once you're in it, once you're immersed in it, even our own Japanese cultural consultants, they were saying that's how it is in Japan. This is how they would have been written in Japan. That's the unfortunate thing about just watching a concert. We didn't have time to negotiate and flesh out these very, you know, fine details. And there's a way to negotiate it if we had a longer book. The relationship of Misa and Light, for example, I think is so interesting to explore. Even if she says, I'll do anything for you, Light Yagami, even if that's what she says as a line, there are ways to explore the subtext of that. Und den Gedanken fand ich super spannend. Müssen wir Stücke aus anderen Kulturen für unsere
Kultur, also für die westlichen Werte anpassen, Misa neu umschreiben oder es nicht viel eher als Zeugnis der japanischen Kultur betrachten und sagen, so ist das da aber die gelebte Realität und manche Sachen sind im kulturellen Kontext zu betrachten, wie zum Beispiel Lights Verbindung zu seinem Vater, die Sache an der Schule, sein Eagerness zu lernen. Toho University in the manga was really representative of, which is Tokyo University. It's a big deal in Japan. The smartest in the class when you go on the first day of school, the one who scores the highest is asked to give a speech in front of the student body on the first day of school. And again, these are very specific to Japan. Sein Ansehen als Musterschüler, aber auch die Rollen der Frauen. So I think we agree on it's more important not to change it to fit like the Western standard what a strong woman is, but more to like explore why they are the way they are and why they are still strong characters, right? Right, and I think there's the burden of showing the why and the reason behind that. The actions might be seen as, oh, this female character is not as strong. But when you understand the why, it empowers the character a little bit further. And you have to remember, Misa Amane is the second Kira. So even the writers gave them that power, gave Misa that power. You know, there's a lot of really interesting things to explore when there is a full production. Und gerade diese kulturellen Unterschiede zu betonen und zu zeigen, es gibt andere Kulturen und die funktionieren so und so, hilft uns ja auch, die Welt ein bisschen breiter zu verstehen und nicht mit unserer Engstirnigkeit unsere Werte anderen Kulturen überzuhelfen, auch wenn wir glauben, aber das ist doch viel besser so und so, auch den Respekt zu wahren vor anderen Kulturen. Und trotzdem vielleicht auch Denkanstöße zu geben, das zu hinterfragen, weil natürlich muss man auch nicht alles hinnehmen, sondern der Dialog wird ja auch nach vorne gebracht und gehalten, dadurch, dass es diese Stücke bei uns gibt. Und ich würde sagen, nach Hamilton, nach And Juliet, nach all diesen neuen Casting-Entscheidungen, selbst bei Phantom der Oper, dass wir jetzt einen schwarzen Raoul haben, ist gerade der perfekte Moment in Zeiten des Internets, wo wir einfach nicht mehr so in unseren eigenen Kulturen feststecken für diese Art von Stücken. Absolutely. I think all of the internet and the technology help. Imagine because of TikTok and the unofficial demo being streamed on TikTok with Where is the Justice, it went viral. If we didn't have that technology, if the world wasn't so close to each other because of technology, I don't think Death Note would have succeeded with it. I think now is a good time for Death Note because, not necessarily because of it being Asian, but because there is nothing in the world that can ever compare to telling a story the way the manga creators told this story. I think the world now is more aware because of the internet. We're closer to stories that are not originally in our own heritage. We're okay to relate to stories that were originated from the other side of the world. As long as the themes are universal, themes of love, themes of life and death and, you know, rage and anger and passion. All these themes are universal. Jetzt zu sehen, dass 2 Shows geplant waren, dann auf 5 verlängert wurde, dann auf 10 Shows verlängert wurde und an 2 Orten gespielt wurde, fragt man sich natürlich bei dieser Blown-Up-Production mit Kostüm, Bühne etc., diesem krassen Cast, was kommt als nächstes? We have something to look forward to, which is the concept album. And that is already recorded. That's in the final stages. It's very, very exciting, and it's going to sound unbelievable. Auf das Konzeptalbum freue ich mich dermaßen krass, aber ich habe mir natürlich auch nochmal mein altes YouTube-Video angeguckt. Und da hatte Evan Mental ja schon angekündigt, eigentlich, dass innerhalb von 8 Monaten jetzt eine International-Tour zusammengepackt wird mit japanischen Cast. Von daher mein Gedanke, okay, ist das der Plan? Und das habe ich auch gefragt. What I do know is the European premiere at the Palladium, which you saw, and the Lyric, the concert runs here in the West End, really sparked a big flame of interest, not just in London, not just in New York, but around the world. Anybody who loves Death Note, the musical, and who is the producing team and the decision makers behind Death Note, the musical, are very much aware of how the world is wanting Death Note to happen. That's all I can say. Für mich klingt das sehr vielversprechend und ich würde tippen, schreibt gerne in die Kommentare, dass ich da ein ganz gutes Fingerspitzengefühl habe und es sich nach einer International Tour für Death Note the Musical auf Englisch anhört. Was glaubt ihr? Oder wird es einen London Run? Oder wird es nochmal einen American Tryout geben? Oder wird es ganz woanders starten? Oder fandet ihr, dass es eher klingt, dass es nach nationalen Produktionen in eigenen Sprachen klang? Habt damit in die Kommentare. Freut ihr euch drauf? Würdet ihr euch das angucken? Habt ihr Interesse daran und Lust drauf? Falls ihr mehr davon sehen wollt, denn dieses Video war wieder unglaublich viel Arbeit,
Arbeit mit der Recherche, mit den Interviews und all dem, dann checkt gerne meinen Patreon aus. Dann supportet auf jeden Fall in erster Linie meinen Interviewgast Joaquin, denn das könnt ihr tun, indem ihr ihm auf Instagram folgt, denn Followerzahlen etc., all das ist nicht unwichtig, auch im Castingprozess vom West End. Wie ich euch eingehend ja gezeigt habe, wenn du einen Namen hast, der macht sich nun mal auch über Fanbase aus, kriegst du einfach geilere Rollen. Ob das wär's, debatable, aber trotzdem könnt ihr Joaquin unterstützen, denn er ist ein mega sympathischer, cooler, talentierter, absolut kranker Dude, wo man einfach die Augen offen halten sollte, ob man ihn nochmal irgendwo live sehen könnte in irgendeiner Show und ihn verfolgen sollte. Und mich könnt ihr unterstützen, indem ihr hier einfach ein super Thanks lasst oder mich auf Patreon unterstützt und damit mir sogar chatten könnt und immer erfahrt, was als nächstes kommt, denn es ist sehr schwierig für so eine kleine Community hier so aufwendige Videos zu machen. Ansonsten sehen wir uns bis dann, haut rein Leute, bis dann, tschüss!